Gold und US-Aktien. Das hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt. Und dann haben wir noch News bei unserem Vermögensverwaltungsmandat. Heute bei Anlegen mit Weitblick unser Leiter Portfolio-Management, der Danilo Liloia, der die Marktlage einordnet. Und dann rede ich mit ihm noch über einen neuen Fokus bei der Vermögensverwaltungsmandat reden. Zu den Schlagzeilen, Danilo. Hat sich da irgendetwas in der Positionierung von unserem Vermögensverwaltungsmandat geändert? Ja, wir hatten diese Woche wieder Anlageausschuss und viele Themen besprochen. Wir haben aber entschieden, unsere aktuelle Positionierung zu bestätigen und wir haben keine Änderungen vorgenommen. Aber wir schauen am besten auf unsere Positionierungstabelle. Dort sieht man, wie wir aktuell positioniert sind. Wir sind nach wie vor vorsichtig bei den US-Aktien eingestellt, zugunsten von Schwellenländern exklusiv China. Die können sehr gut profitieren vom schwachen US-Dollar, aber auch die Substanzwerte, die sehr gut gelaufen sind im letzten Jahr, aber auch jetzt in diesem Jahr. Dann haben wir noch ein Übergewicht bei der Immobilien Schweiz und Gold. Dort haben wir ein Übergewicht seit letztem Juli 2025 und das hat dazu geführt, dass wir ein Spitzenresultat haben erzielen im ganzen letzten Jahr. Gold also nach wie vor übergewichtet und auch andere Edelmetalle, die Schlagzeilen gemacht haben. Kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen? Ja, sehr gerne. Bei der nächsten Grafik sehen wir, dass wir seit September 2025 beim Silber beispielsweise ein regelrecht Kursfeuerwerk gesehen haben, fast verdreifacht. Und nachher hat es einen starken Einbruch gegeben. Das Gold hat jetzt fast 40% an Wert gewonnen. Und Aktienwelt sieht man da auch gut, nur 5% im Vergleich. Und bei Silber kann man sagen, es war immer schwankungsanfälliger als Gold, aber jetzt ist es regelrecht das Objekt der Begierde von Spekulanten geworden. Es ist ein Industriemetall. 60% der ganzen Nachfrage kommt von der Industrie, stark auch von der Elektronik. Und man sagt ja, kein modernes Gerät würde ohne Silber funktionieren. Und Gold wiederum hat mehr fundamentale Gründe, wieso wir das bei uns bei dem Mandat im Übergewicht haben bestätigt. Auf der einen Seite haben wir Nationalbanken, die ihre Goldreserven nach wie vor aufstocken. Und Gold natürlich in unsicheren Zeiten ist ein sicherer Wert und ein sicherer Hafen, oder? Und dann haben ja grosse amerikanische Technologiewerte für Schlagzeilen gesorgt. Auch unter anderem nach der Präsentation der Jahresergebnisse sind die unter Druck geraten. Unsere Mandate sind ja nach wie vor vorsichtig positioniert hinsichtlich US-Aktien. Und dann hast du gesagt, die Substanzwerte, die wir aktuell noch übergewichtet haben. Wie hat sich das auf die Performance ausgewirkt? Ja, das hat sich ausgezahlt. Also wir haben gesehen, bei den Substanzwerten, da haben wir auch in der nächsten Grafik haben wir die in Vergleich gesetzt mit den US-Aktien, alles in Schweizer Franken gemessen. Und da sehen wir, dass seit Anfang Januar 2025 die Welt-Value-Aktien 30% an Wert gewonnen haben, währenddessen in Schweizer Franken gemessen der US-Aktienmarkt etwa auf dem gleichen Niveau geblieben ist und die glorreichen 7 Unternehmen sogar an Wert eingebüßt haben. Und wenn man jetzt auch noch schaut, Anfangsjahr sieht man die Schere, die aufgeht und das bestätigt uns, dass wir taktisch auf sehr gutem Weg sind. Dann kommen wir noch zu den News bei unserem Vermögensverwaltungsmandat. Und zwar haben wir 2 neue Fokusausprägungen lanciert. Einerseits der Fokus Nachhaltig mit Klima im Fokus und andererseits der Fokus Zukunft, wo wir auf Megatrends setzen, aber auch auf Kryptowährungen. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zur Zusammensetzung sagen? Gerne, ja. Die neue Fokusausprägung Zukunft setzt sich zusammen von 80% globaler Ausrichtung, also gleich wie unser Fokus global. Und dann hat es 15% Megatrends und 5% sind Kryptowährungen. In der nächsten Grafik haben wir das versucht zurückrechnen und schauen, wie hat sich die Fokusausprägung entwickelt in den letzten Jahren, seit Anfang Januar 2023. Da sehen wir, dass der Fokus Zukunft 58% hat können performen, also 10% Punkte besser als der Fokus global. Und das ist eine beachtliche Performance gewesen. Und es zeigt uns auch natürlich, dass wir die Chancen dort nutzen können. Wir bieten die neue Fokusausprägung nur an bei der Strategie Kapitalgewinn. Also es ist geeignet für Anlegerinnen und Anleger, die risikofreudiger sind und eine grössere Risikotoleranz mitnehmen. Und wir sind stolz und haben Freude, dass wir genau für diese Art von Kunden jetzt etwas bieten können, um ihre Bedürfnisse zu stellen.
Merci Danilo für deine Einschätzungen. Habt ihr Fragen zum Marktgeschehen, dann stellt die an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und dann bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.